Hi, people! Hallo, 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 Leute! I'm going to teach you a really interesting lesson. Ich werde euch eine wirklich interessante Lektion lehren. Look. Schau her. Success. Erfolg. Does it have two? Hat es zwei? Ja, zwei. Success. Erfolg. I hope I spelled that right. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. If not, I have to write it in German here. Falls nicht, muss ich es in Deutsch aufschreiben. Aber ich denke, das stimmt. Everybody would like to have success. Jeder will Erfolg haben. Prosperity. Dann Wohlstand. Everybody wants prosperity. Jeder möchte Wohlstand. Look, there's something else that everybody really wants. Und noch etwas, das jeder will. Health. Gesundheit. What does all the success and prosperity help if you don't have health? Was nützt dir all der Erfolg und Wohlstand, wenn du keine Gesundheit hast? Look at this. Schau mal. If you have success, prosperity and health, Wenn du Erfolg, Wohlstand und Gesundheit hast, but don't have the next thing, aber du hast nicht die nächste Sache, it's pretty messy. dann ist alles ziemlich blöd. Good. Gute. Gut, was? You work with him. Good. Ich mag Daniel, ich mag es mit Daniel zu arbeiten. Gute Beziehungen. You know, there are people who have success, prosperity, health, and in the end, they lose their marriage. Es gibt Leute, die haben Erfolg, Wohlstand, Gesundheit und am Ende scheitert ihre Ehe. So we all want these things. Wir alle wollen diese Sachen. So what do we do? Also was machen wir? We spend a lot of money Wir geben viel Geld aus, to get these things. um all diese Dinge zu bekommen. We pay a lot of money to a lot of people who promise us this. Wir zahlen etlichen Menschen viel Geld, die uns diese Dinge versprechen. And then these people give us all the different keys. Und dann geben uns diese Leute all diese verschiedenen Schlüssel. They do something like this. 7 keys. Sie machen das in etwa so, 7 Schlüssel Or 7 steps. oder 7 Schritte, You know, to climb up to the ladder to have those things. um diese Leiter zu erklimmen, damit man diese Sachen hat. I have good news for you. Ich habe gute Nachrichten für dich. Isn't that good news? Ist das nicht eine gute Nachricht? What? Was? Well, 7 keys and 7 steps are not going to get you here. Nun, 7 Schlüssel oder 7 Schritte werden dich nicht dahin bringen. So, Reinhard, why is it good news? I want success, prosperity, health, and good relationship. Reinhard, warum ist das gute Nachricht? Ich möchte doch Erfolg, Wohlstand, Gesundheit und gute Beziehungen. I tell you why what I just told you is good news. Ich sage dir, warum es eine gute Nachricht ist. This is why. Es ist deshalb. Because in reality, Denn in Wirklichkeit you don't need to waste all your time, energy, and money to get this thing. musst du nicht deine Zeit, Energie und Geld verschwenden, um das alles zu bekommen. The Bible shows us a much simpler way to get it. Die Bibel zeigt uns einen viel einfacheren Weg, um das alles zu erhalten. Let me show you. Ich zeige es dir. Can you draw me a brain, please? Kannst du mir ein Gehirn aufmalen, bitte? So he's drawing me a brain. Er malt mir also ein Gehirn. You see, that's a very beautiful brain. Das ist ein sehr schönes Gehirn. So here's what these 7 keys, 7 steps tell us. Diese 7 Schlüssel oder 7 Schritte sagen uns Folgendes. They tell us that this is the key. Sie sagen, dass das der Schlüssel ist, Unblock your brain. um dein Gehirn freizusetzen, Fix your brain. dein Gehirn in Ordnung zu bringen. So we spend time and energy and money to fix up, Wir investieren also Zeit, Energie und Geld, um unser Gehirn in Ordnung zu bringen, to have success, to have health, to have prosperity, to have good relationships. um Erfolg, Wohlstand, Gesundheit und gute Beziehungen zu haben. Here's my good news. Hier ist meine gute Nachricht. You don't have to unblock your brain. Du musst nicht dein Gehirn freisetzen. But Reinhard, Aber Reinhard, okay, look at this. schau dir das an. Proverbs Sprüche 4:23 4,23 says what? sagt was? It says, above every other thing, or with all diligence, watch your heart, guard your heart. Es sagt mehr als alles andere oder mit aller Sorgfalt. Pass auf dein Herz auf, bewache dein Herz. Because out of the heart flow the issues of life. Denn aus dem Herzen fließen die Quellen des Lebens. Ooh. So the issue of life flow from the heart and not from the brain. Die Quelle des Lebens entspringt also dem Herzen und kommt nicht aus dem Gehirn. So then,
why don't I have to try to figure out how to unblock the brain? Warum sollte ich denn herausfinden, wie ich mein Gehirn freisetze? I have really, really good news for you. Ich habe wirklich gute Nachrichten für dich. It's the heart that unblocks your brain. Es ist das Herz, was das Gehirn freisetzt. Did you hear that? Hast du das gehört? I'm going to tell you something else. Lass mich noch etwas anderes sagen. Markus 7, verse 21. 7, Vers 21. Here is what Mark 7:21 says. Markus 7, 21 sagt Folgendes. Out of the heart flow the evil thoughts. Aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Adultery, Ehebruch, greed, Gier, lust. Lust. All the evil stuff comes out of the heart. All das böse Zeugs kommt aus dem Herzen. But it doesn't say the evil stuff comes out of your heart. Aber es sagt gar nicht, dass die bösen Dinge aus dem Herzen kommen. It says out of the heart come the evil. Es heißt, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. The evil thoughts. Die bösen Gedanken. So, the Bible tells us we think with the heart. Die Bibel sagt uns also, dass wir mit dem Herzen denken. Look at this. Schau dir das an. More than 850 times, Mehr als 850 Mal the Bible mentions the heart. erwähnt die Bibel das Herz. Look at this. Schau. Do you know how many times the Bible mentions the brain? Weißt du, wie oft die Bibel das Gehirn erwähnt? 0 times. 0 Mal. The Bible never once mentions the brain, but mentions the heart more than 850. Die Bibel erwähnt das Gehirn kein einziges Mal, aber das Herz erwähnt sie über 850 Mal. Weißt du, was ich gemacht habe? I spent more than 20 years studying this. Ich habe mehr als 20 Jahre damit verbracht, das zu studieren. Und ich habe nicht darüber gesprochen. I shared it with Debbie. Nur mit Debbie habe ich darüber gesprochen. Time has come to let all this out. Und die Zeit ist gekommen, um das alles rauszulassen. I looked up every single mention of the heart in the original Greek and the original Hebrew of the Bible. Ich habe jede einzelne Erwähnung des Herzens im Original Griechischen und im Hebräischen nachgeschaut. Everyone. Jede einzelne. And I studied a lot of scientific evidence too. Und ich studierte auch zahlreiche wissenschaftliche Beweise dazu. You know, you will find an interesting statement many times. Du wirst oft eine interessante Aussage finden. And Jesus knew the thoughts of their hearts. Und Jesus kannte die Gedanken ihres Herzens. The very first mention of the heart also connects the heart with the thoughts. Die allererste Erwähnung des Herzens bringt es ebenfalls mit Gedanken in Verbindung. That's in Genesis chapter 6, verse 5. Das ist in 1. Mose 6, Vers 5. So, what am I trying to tell you? Also, was versuche ich dir zu sagen? I'm trying to tell you that there is a little you, Ich versuche dir zu sagen, dass es ein kleines Du gibt. or here's you. Also, das bist du. Now, up here you have a little brain, Hier oben hast du ein kleines Gehirn, but in here you have a heart. We should make this red, but we'll make it now. aber hier drin hast du ein Herz. So, look what happens. Schau, was passiert. You think with your heart. Du denkst mit deinem Herzen. Listen, Hör zu. the heart has between 60 and 65% neurons. Das Herz hat zwischen 60 und 65% Neuronen. We were told the heart is a muscle that pumps blood. That's only partially true. Uns wurde gesagt, das Herz sei ein Muskel, der nur Blut pumpt. Das ist nur teilweise wahr. The first organ in the human body in the embryo is the heart, not the brain. Das erste Organ im Embryo eines Menschen ist das Herz, nicht das Gehirn. Right now, there's a big uproar in America Aktuell gibt es einen großen Aufschrei in Amerika, because Texas passed a law weil Texas ein Gesetz verabschiedet hat, which the President of America is actually fighting against. was der Präsident der USA ablehnt, dagegen kämpft. Texas passed a law that said the moment there is a first heartbeat, no more abortion. Texas hat ein Gesetz verabschiedet, das besagt, ab dem Moment des ersten Herzschlags ist keine Abtreibung mehr erlaubt. Ich mag dieses Gesetz. You know why? Weißt du warum? Because the Bible tells us that the heart is the center of life, not the brain. Denn die Bibel sagt uns, dass das Herz das Zentrum des Lebens ist und nicht das Gehirn. You see, the President of America says when there's the first heartbeat, most women don't even know they're pregnant. Der Präsident der USA sagt, wenn das Herz das erste Mal schlägt, wissen die meisten Frauen noch nicht mal, dass sie schwanger sind. But there's a child that already knows that it's alive. Aber da ist ein Kind, das bereits weiß, dass es lebt. Denn das Leben ist im Herzen. Folgendes passiert also. You think
with your heart. Du denkst mit deinem Herzen. The heart sends all this information to the brain. Das Herz sendet die ganzen Informationen an das Gehirn. I'm gonna see if I have the red one. Do we have the red one? Mal sehen, ob wir einen roten Stift haben. So here is the beautiful red heart. Hier ist also das schöne rote Herz. The heart is sending this information now up to the brain. Und das Herz sendet die Informationen an das Gehirn. What does the brain do? Und was macht das Gehirn? The brain processes it. Das Gehirn verarbeitet sie. So the brain takes the thoughts of the heart. Das Gehirn nimmt also die Gedanken des Herzens, It processes these thoughts. verarbeitet diese Gedanken And then it sends it to all the parts of the body. und sendet sie dann überall hin, an alle Körperteile. So what happens? Was passiert? Your body will do what the heart has actually thought. Dein Körper wird faktisch das tun, was dein Herz gedacht hat. That's why. Aus diesem Grund, Out of the heart flows the rivers of life, not out of your brain. aus diesem Herz fließen die Lebensströme, nicht aus deinem Gehirn. I give you a little clue. Ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Have you ever met women who've been terribly abused by men? Hast du jemals eine Frau angetroffen, die schrecklich von Männern missbraucht wurde? I've worked with these women. Ich habe mit solchen Frauen gearbeitet. When I was a teenager, I used to go out on the street and evangelize prostitutes. Als Teenager ging ich auf die Straße und evangelisierte unter Prostituierten. Because in Austria, where I lived from, they were on the street, it was legal. Denn in Österreich, wo ich lebte, waren sie auf der Straße, denn das war legal. You have no idea how many broken women I saw. Du hast keine Ahnung, wie viele zerbrochene Frauen ich sah. And I remember when I was a teenager, I had such a burden for the poor, the broken, the hopeless. Und ich erinnere mich, als Teenager hatte ich solch eine Last für die Armen, die Zerbrochenen und die Hoffnungslosen. And I always ask myself this question. Und ich habe mich immer wieder gefragt, Why would an abused, a beaten woman be so stupid and go back to a man that abuses and beats? warum würde eine missbrauchte und geschlagene Frau so dumm sein, zu einem Mann zurückzugehen, der sie missbraucht und schlägt? I always ask this. Eu sempre me perguntei isso. You know, they finally get out of the relationship and then they are attracted to a man who will do the same thing to them. Sie schaffen endlich aus einer Beziehung raus und dann fühlen sie sich von einem Mann angezogen, der ihnen genau das Gleiche antut. And I always thought, God, what's wrong? Und ich habe immer wieder gedacht, Gott, was ist da falsch? Here's what happens. Folgendes passiert. If the heart believes Wenn das Herz glaubt, that she deserves to be beaten, to be hurt, dass sie es verdient, geschlagen und verletzt zu werden, it doesn't matter what she consciously is trying to figure out. dann ist es egal, was sie bewusst versucht zu verstehen. The heart says to the brain, Das Herz sagt dem Gehirn, I deserve to be beaten. ich verdiene es, geschlagen zu werden. The brain processes Das Gehirn verarbeitet das and tells the body exactly how to act. und sagt dem Körper genau, wie er sich zu verhalten hat. And the body will now go into a relationship with a man who will do the same thing that her heart believes. Und der Körper wird nun eine Beziehung mit einem Mann eingehen, der genau das tun wird, was ihr Herz glaubt. So what's the good news about all this? Was ist also die gute Nachricht zu all dem? Here is the really good news. Hier ist die wirklich gute Nachricht. Proverbs 16 verse 1. Sprüche 16, Vers 1 It tells us this, sagt uns Folgendes, that we can fix our heart. dass wir unser Herz in Ordnung bringen können. That's the good news. Das ist die gute Nachricht. You can fix your heart. Du kannst also dein Herz in Ordnung bringen, Then your heart will tell the brain, dann wird dein Herz das dem Gehirn sagen processes it and tells your body, and your body will stop to do this stupid thing. und das Gehirn verarbeitet es, sagt es deinem Körper und dein Körper wird aufhören, die dummen Sachen zu machen. Das sind doch gute Nachrichten. So you will experience health, success, prosperity, good relationships, Dann wirst du Gesundheit, Erfolg, Wohlstand und gute Beziehungen erleben, because that's what your heart believes, that's what you deserve, because Jesus paid for it. denn dein Herz wird dann glauben, dass du das verdienst, weil Jesus dafür bezahlt hat. So I'm so excited to finally share everything that I know about the heart. Ich bin so begeistert, dass ich endlich alles teilen kann, was ich über das Herz weiß. Guys, inscribe yourself in our YouTube channel. Leute, tragt euch bei unserem YouTube-Kanal ein. Thank you for watching this. Danke, dass ihr das angeschaut habt. Keep following us, keep watching us, keep listening. Folgt uns weiter, schaut und hört uns weiter zu. Daniel, thank you. Danke, Daniel. We love teaching the people. Wir lieben es, die Leute zu lehren. See you guys. Bis bald.